Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Also ich sehe ja auch, dass Menschen im Moment ja diesen spirituellen Hunger, so nenne ich das jetzt einfach mal, diese Suche nach dieser Wahrheit, nach dieser Verbindung, nach dieser Erfahrung auch in Kirche suchen. Aber so wie ich es auch erlebt habe, ist es nicht immer unbedingt die Antwort auf diese Form von spiritueller Suche. Dieses Kontemplative, ich setze mich hin, ich spüre erstmal den Atem. Der Atus-Gebetskultur, ne? Also ich wiederhole ein einfaches Wort, das ist kein Gedanke. Das ist eher das, was wir auch in der westlichen Tradition Ruminare genannt haben, Wiederkäuen. Ich bleibe an etwas dran, ich durchschmecke das, ich verdaue das wirklich. Also so diese Art zu beten. Und das macht natürlich auch eine ganz andere, das sinkt tief, das ist eine körperliche Erfahrung des eigenen Glaubens, von der ich glaube, dass sie für das Erfahren des Heiligen Geistes auch sehr wichtig ist. Vielen Dank für Ihre Ausführungen jetzt zum Filioque. Also auch ich habe jetzt mal verstanden, dass das wirklich tief eindringt bis ins Glaubensbekenntnis, hat es Auswirkungen. Gleichzeitig habe ich aber auf meinem Weg in den katholischen Glauben, das kann ich einfach nur so als Erfahrung auch widerspiegeln, einfach das Gefühl oder beschleicht mich der Eindruck, dass in den Ostkirchen es doch deutlich mehr der Heilige Geist präsenter ist, auch als Erfahrung. Also da geht es auch in dem Hinblick auf Erkenntnis durch den Heiligen Geist. Das scheint mir viel präsenter als in unseren Westkirchen. Da habe ich eher den Eindruck, es ist so ein bisschen strukturierter. Manchmal findet eigentlich gar nichts statt, auch die Auseinandersetzung damit. Also der Heilige Geist wird da meines Empfindens nach eher als gegeben angenommen. Täuscht mich das? Also ich kenne jedenfalls gut im Nachempfinden diese Erfahrung der östlichen Tradition, und zwar aus der Nähe. Also was wir so diskutieren über politische Stellungnahmen und so weiter, das ist ja nochmal, was ich jetzt auch, glaube ich, wiedererkenne, ist die Erfahrung wirklich in der Liturgie dabei zu sein, auch in Bulgarien, in Griechenland, also irgendwo in diese Liturgie reinzuströmen oder einfach nur in die Kirche. Ne? Das läuft jetzt schon ganz anders. Man steht nicht am Anfang Gottesdienst, bim, alle stehen stramm, es fängt an. Da haben wir irgendwie eine ganz andere Ordnung drin im Westen. Während jetzt im Osten ist irgendwie was da, ein Erfahrungsraum, den ich betrete, in dem ich irgendwie auch bleibe. Ich glaube, also der eigene Glaube ist ganz anders erfahrbar. Das hat mich jedenfalls damals mit meiner Dissertationszeit so beschäftigt, dass ich in der Liturgie und in Kirchenräumen was eine andere Erfahrung mache, als ich sie so oft mache, jetzt wenn ich bei uns hier Kirchen betrete oder auch an Liturgien teilnehme. Und das hat mich schon auch sehr beschäftigt. Was ist das eigentlich? Was haben die, ne? So anderes da? Was macht diesen Unterschied? Und weil ich den als sehr wohltuend erlebe, immer noch. Jetzt erlebe ich ihn gerade seltener, weil ich seltener in Griechenland dabei bin oder auch woanders. Und die Doktorarbeit ist leider schon so lange abgeschlossen. Aber es war damals so, ich finde das schon irgendwie wichtig, also es ist Ästhetik, aber es hat Ästhetik nicht in diesem Sinne, wie wir den Begriff Ästhetik oder das Verständnis, sondern Sinnlichkeit, ne? Dieses Sinnliche, was man da so erfährt. Schon alleine dieses Gold, diese Ikonostase, es ist einerseits leuchtet es, andererseits ist es dunkel. Es hat auch dieses Geheimnisvolle, aber nicht abstrakt geheimnisvoll, sondern so ganz sinnlich geheimnisvoll. Es duftet,
Es hört sich irgendwie an, die Gesänge. Es ist auch nicht so klar, die Musik. Die Stimmen machen so Zwischentöne. Die Farben sind irgendwie, und diese Ikonen, diese stille Präsenz fürs Sehen, fürs Hören, fürs Riechen, fürs Tasten, das Wachs. Das sind ja so sinnliche Erfahrungen der Liturgie. Und das verbindet sich da so untrennbar mit dem Glauben. Also das ist fast sozusagen im Vordergrund, würde ich sagen. Während bei uns die Gottesfrage erstmal oft so eine Abstraktion ist, also glaube ich überhaupt an Gott, ist da erstmal eine sinnliche Erfahrung und dann führt die mich irgendwie, dadurch, dass da auch die Texte dann kommen, das irgendwie auch zu Bewusstsein steigt, führt mich das irgendwie auch zu einer abstrakten Gottesfrage. Aber erstmal ist es eine Lebensform, ein Lebensgefühl vielleicht eher. Und das finde ich schon stark. Ist das nicht auch eine Voraussetzung, um Gott erfahren zu können und Jesus erfahren zu können? Ich meine, Paulus sagt doch, niemand erkennt Jesus außer durch den Heiligen Geist. Also dann muss ich doch auch die Erfahrung dafür haben und den Raum haben, um diese Erfahrung machen zu können. Ja, genau. Es ist eine Erfahrung ja auch, ne? Es ist nicht einfach ein Gedanke oder eine Erkenntnis in dem Sinne, im abstrakten Sinne. Also einmal ist es der liturgische Raum, den ich eben versucht habe zu beschreiben, aber es ist vielleicht auch eine Gebetsübung, eine Gebetspraxis, die des Hesychasmus, des Gregorios Palamas, also dieses Kontemplative. Ich setze mich hin, ich spüre erstmal den Atem, der Atus-Gebetskultur, ne? Also ich wiederhole ein einfaches Wort, das ist kein Gedanke. Das ist eher das, was wir auch in der westlichen Tradition Ruminare genannt haben, Wiederkäuen. Ich bleibe an etwas dran, ich durchschmecke das, ich verdaue das wirklich. Also so diese Art zu beten. Und das macht natürlich auch eine ganz andere, das sinkt tief, das ist eine körperliche Erfahrung des eigenen Glaubens, von der ich glaube, dass sie für das Erfahren des Heiligen Geistes auch sehr wichtig ist. Und das stimme ich Ihnen vollkommen zu. Also ich sehe ja auch, dass Menschen im Moment ja diesen spirituellen Hunger, so nenne ich das jetzt einfach mal, diese Suche nach dieser Wahrheit, nach dieser Verbindung, nach dieser Erfahrung auch in Kirche suchen. Aber so wie ich es auch erlebt habe, ist es nicht immer unbedingt die Antwort auf diese Form von spiritueller Suche. Das heißt für mich, wie kann man, weil dieser spirituelle Hunger braucht auch eine gewisse Form von Erfahrung, um satt werden zu können, braucht Erfahrungsräume, um satt werden zu können. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt richtig ausdrücke, um das verständlich zu machen, aber das ist mit einem strukturellen Ablauf in einer Liturgie manchmal schwer zu erreichen. Ja, also die Liturgie, die wir feiern gemeinsam, unterbricht jedenfalls weniger den Vernunftstrom. Ja. Und das hat natürlich auch eine hohe Stärke. Und vielleicht, das gehört auch ganz stark zu mir. Ja, ich liebe Philosophie und so weiter. Ich finde klare Aufklärung ganz wichtig. Würde ich auch nie sagen, okay, wir wollen jetzt ins Mystische abtauchen. So, und das ist ja alles viel besser. Und trotzdem habe ich selber diese Erfahrung gemacht, dass es mir hilft, in eine Gebetsstimmung zu finden. Und nicht dadurch, dass es dumpfer wird, sondern, ja, das ist aber Sie haben vergleichbar mit einer Wanderung. Ich mache einen Schritt. Jakobsweg ist ja auch was, das ganz im Westen und geht sogar noch nach Westen, so bis die Erde zu Ende ist, das Meer anfängt. Also es hat ja mit der Himmelsrichtung jetzt nicht unbedingt zu tun. Und wir kennen das eigentlich, dass es eine körperliche Bewegung, eine Körpererfahrung hilfreich sein kann, um irgendwie auch auf eine andere Ebene zu kommen. Und ich glaube, sowas hat die östliche Liturgien, haben das irgendwie jetzt auf eine andere Weise eben sich auch vielleicht dadurch, dass sie einfach bewahrt haben, diese Sinnlichkeit. Ja, aber Sie haben zum Beispiel gerade das Jesusgebet angesprochen. Ich finde gerade das Jesusgebet ist ja auch etwas, wo man in einem Ritus sehr wohl eine mystische Erfahrung machen kann. Also gerade das Jesusgebet ist ja für mich etwas, was durch das immer ständige Wiederholen, ich würde es jetzt fast sagen mantraartige Wiederholen, trotzdem Räume aufmachen kann, in denen Erfahrungen möglich werden. Auch Erfahrungen des Heiligen Geistes. Ja, und zwar diese Empfangenden ganz stark. Genau. Also
Erfahrung des Heiligen Geistes, ne? Also Unterscheidung der Geister bleibt, aber es ist eine Erfahrung des Betens, das irgendwie in diese kreative Atmosphäre Eintauchens, von der her sich auch die Kraft speist, auch, glaube ich, dann wieder sozial tätig zu werden und so. Das ist ja eigentlich kein Entweder-Oder, aber wo sich irgendwie ein Glaube einwurzelt in meinen Körper und irgendwie auch eine Liebe mal ausbildet, ne? In diesem Raum, also in der Jesusgebet, das ist eigentlich eine individuelle Praxis. Es geht nicht nur um die Kirchen, ihre Einrichtungen, die Gottesdienste. Aber das ist auch genau das. Wie würden Sie denn jemandem antworten? Ich denke auch der Kirche, auch Ihnen wird es ja nicht entgangen sein, dass sehr viele andere Religionen Zulauf haben im spirituellen Bereich, New Age-Bereich. Also das heißt, die Auseinandersetzung mit der Transzendenz, die Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich in der Welt, etwas, was über das Weltliche hinausgeht, ist ja, das scheint ja innerhalb eines Menschen, ich nenne das jetzt mal eine Sehnsucht zu sein, ein Hunger zu sein, den die Kirche aber aktuell nicht so abzurufen scheint und zu bedienen scheint, wie es aber aus meiner Erfahrung, aus meiner Sicht, ich bin ja nun wirklich von außen gekommen, ich wiederhole das jetzt, ich bin ja eigentlich genau dahin gekommen, wenn alle austreten, trete ich ein. Also das heißt, es ist ja da. Also das, was den Hunger stillen könnte, ist ja da. Warum erreicht es aber so wenig die Menschen im Moment? Ja, darauf habe ich natürlich jetzt leider auch noch nicht die Antwort. Aber die Frage teile ich sehr. Und ich glaube, also dieses Erfahrung, ne? Erfahrung, es hat ja irgendwie doch diese zwei Seiten. Einmal habe ich eine sinnliche Erfahrung und in der sinnlichen Erfahrung merke ich, hier ist irgendwie auch was übersinnlich, transzendent, also die Erfahrung im Sinnlichen, spezifisch mit einer Person, die ein Geheimnis ist, oder überschreiten mit dem christlichen Perspektive oder auch auf eine andere Weise. Das sind so ganz komplizierte Erfahrungen, die aber irgendwie ich als inkarniertes Wesen mache, und im christlichen Glauben ja auch ist das genau der Weg. Es gibt genau einen Weg, und das ist irgendwie über die leibliche Erfahrung auch, miteinander und aber auch höchst selbst. Und also es gibt ja schon gar nicht so viele, die überhaupt in die Kirche im Moment bei uns wirklich ganz viel gehen. Ich glaube, wenn man wirklich ganz viel in die Kirche geht, macht man hin und wieder auch Erfahrungen. Aber viele von uns jetzt hier finden ja gar nicht den Weg jetzt in die Kirche, erwarten da auch nicht irgendwas, haben ganz viele nicht ansprechende Gottesdienste vielleicht auch erlebt, die sie selber nicht angesprochen haben und nicht ansprechen. Warum ist das so? Weil es gibt schon irgendwie ich finde zum Beispiel diese Kirche strahlt, auf mich hat das eine sehr starke Wirkung, dieses Zelt. Also dieses nach oben gezogen werden, der Blick, man merkt, hier wird gebetet, man macht schon irgendwie eine Erfahrung. Und das haben viele Kirchen. Ich glaube, dass manchen vielleicht sogar manchmal in der Mittagspause sich eher im Moment jetzt so eine Viertelstunde in diesen stillen Raum setzen, als dass sie sonntags in die Kirche gehen. Warum ist das so? Ja. Das ist schon irgendwie traurig. Weil sie eine Sehnsucht in sich haben. Ja, genau, das ist klar. Weil sie einen Hunger in sich haben nach etwas, ja, nach Erfahrung. Ich kann das nicht anders formulieren, als nach berührt werden. Klingt jetzt, ist ein neumodisches Wort, aber ein Mehrwert für sich erkennen. Auch so neumodisch ist das nicht. Magis ist ein wichtiges Wort des heiligen Ignatius. Ja, aber ein Mehrwert für sich zu erkennen. Ein Mehrwert, auch den Glauben als Erfahrung greifbar zu machen, zu sagen, das hilft mir in meinem Alltag, das hilft mir in meinem Verständnis, das hilft mir aber auch bei meinem Glauben, das hilft mir auf meinem Weg. Also ich finde, da die Verbindung wieder noch weiter in den Fokus zu stellen und nicht nur zu sagen, ich praktiziere eine Religion, sondern ich habe da wirklich eine Glaubenserfahrung, eine praktische Glaubenserfahrung, die ich innerhalb einer Religion lebe. Aber ich lebe nicht die Religion ausgehöhlt ohne diese innere Erfahrung. Da würde mir etwas fehlen. Und dazu gehört für mich auch die Führung durch den Heiligen Geist. Weil wie will ich denn die Wirkung des Heiligen Geistes wahrnehmen, wenn ich keine Erfahrung damit habe, keine Beziehung damit mache?
Genau, ich glaube auch, dass es vielleicht auch Teile mehr jetzt noch als wie genau jetzt die Liturgie dann abläuft, wenn man schon drin sitzt, ist die Frage, wie wir eigentlich das mit unserem Leben, also so ein bisschen kontinuierlicher auch verknüpfen. Das ist vielleicht sogar Teil, ne? Diese Ostkirchen, wo man irgendwie reinläuft, wenn man vorbeigeht und die Kerze ansteckt, dann wieder rausläuft und sonntags fängt die Liturgie an, da bin ich ja noch lange nicht da. Wenn ich überhaupt vom Kochen wegkomme, komme ich auch mal vorbei, stecke wieder eine Kerze. Das läuft alles so vor sich und man kann so eintauchen, wieder raustauchen und ist aber eigentlich immer da. Während wir das jetzt ein bisschen zu so einer Veranstaltung, wir haben gerade so ein vielleicht auch aus guten Gründen, jedenfalls haben wir typischerweise Angebote und Veranstaltungen. Also man hat nochmal einen Termin im Kalender und das ist nochmal etwas. Das ist nicht was, wo man so in der Pause durchläuft. Vielleicht ist das schon Teil dessen, was wir mehr haben könnten. Manche Kirchen machen auch so ein bisschen Musik in der Mittagszeit. Ne? Da kommen echt Leute dann aus der Stadt und setzen sich so ein bisschen rein. Also diese Erfahrungsebene, die kann man, glaube ich, von der Ostkirche sehr lernen. Dass da, vielleicht haben wir uns da auch ein bisschen eine Zeit lang irgendwie nicht so drauf. Wie soll ich sagen? Ja, konzentriert wahrscheinlich. Ja, konzentriert, das aus dem Auge nicht so verloren. im Fokus, genau. Was anderes gehabt und jetzt fehlt es uns aber. Oder vielen. Weil die Suche ist ganz groß. Und die ist ja auch offensichtlich. Also und trotzdem findet es nicht zusammen, ne? Das Angebot und die Nachfrage. Vielleicht ist das auch schon eine falsche Denkform dafür. Aber jedenfalls findet es oft nicht zusammen, weil die Suche ist groß und die Kirchen sind trotzdem oft leer. Und viele sind auch ganz toll, irgendwie neu gestaltet, werden nochmal neu freigeräumt, so St. Moritz in Augsburg. Oder es gibt also wirklich, und ganz unterschiedliche, oder nebenbei die Knotenlöserin. Also es gibt ganz unterschiedliche Räume, in der eigentlich, wo jeder seinen finden könnte. Hier, diese Kirche. Und trotzdem haben wir gerade so in unseren Alltagsabläufen nicht so die Selbstverständlichkeit, ins Gebet zu gehen, in die Stille zu gehen, in diesen Raum einzutreten. Auch nicht es werden alternative Angebote gewählt, wie zum Beispiel Achtsamkeitstraining, New Age-Bewegung oder ich affirmiere meine Gedanken. Das heißt, da finden gerade einzelne Veranstaltungen statt, die auch genutzt werden, auch von Christen genutzt werden, die aber wie soll ich das sagen, eigentlich den Heiligen Geist aushöhlen. Also das hat ein Verständnis von, ich habe einen Geist, ich habe einen Körper, um den Körper muss ich mich kümmern, um den Geist muss ich mich kümmern und die Seele wird meiner Auffassung nach reduziert auf die Psyche. Also das heißt, Seele ist etwas, was wir fühlen, wo wir Emotionen haben. Der Geist ist etwas, was wir mental reduzieren und der Körper ist halt das reine Leibliche. Dass das aber für mich aber nicht losgelöst voneinander wahrzunehmen ist, läuft im Moment so vom Verständnis her ein bisschen in eine andere Richtung. Also ein Beispiel, Sie hatten eingangs gesagt, der Heilige Geist war beim Anfang der Schöpfung dabei. So, und dieser Schöpfergeist ist ein Aspekt aus dem christlichen Glauben, der sich jetzt aber in einer anderen Form manifestiert, die sagt, ich bin der Schöpfer meiner Realität. Also das ist gerade in weiten Bereichen der Gesellschaft, wird das so wahrgenommen, ich bin meines Glückes Schmied, ich bin derjenige, der durch seine Gedanken sein Leben manifestieren kann, ich kann durch meine Gefühle mein Leben beeinflussen. Das ist ein bisschen schwierig, weil das Ich mit seinen eigenen Wahrnehmungen und Bedürfnissen und Empfindungen so ins Zentrum rückt, dass sich so etwas wie der Heilige Geist, etwas, was sich mir nähert, was sich mir begegnet, was ich empfangen kann, gar nicht mehr wahrgenommen wird, weil ich ja im Ich-Modus bin. Also der Ich-Modus, der zufriedengestellt werden will. Und wenn ich dann meine Gedanken so positiv affirmiere, dass ich mir das Traumleben gestalten kann und am Ende des Tages feststelle, ich stehe aber in der Sackgasse, ist ja genau das Problem, vor dem ja auch viele gerade in unserer heutigen Zeit stehen. Und genau da frage ich mich, was ist da das Angebot der Kirche? Warum können wir da nicht stärker den Fokus rücken, dass das Verständnis, das sich da verbreitet hat, vielleicht schon im Kern nicht zutreffend sein könnte?
was ist überhaupt wirklich das Problem? Also genau, was Sie jetzt so erwähnt haben, dieses Fokussieren sehr stark auf die eigene Person, ich, first oder so. Ich frage mich immer, wie man aus dieser Sackgasse des Schwarz-Weiß rauskommt. Also klar, irgendwie mit dem Egoismus ist eine Falle und andererseits ist es genauso eine Falle zu sagen, ja, kümmere dich jetzt bitte schön mal nicht mehr um dich selbst, sondern um die anderen sind doch so wichtig, ne? Altruismus.